Auf den Moment habe ich mich wirklich lange drauf gefreut. Das sind Schweißgeräte der Firma Jazik. Die kommen im Februar 2023 auf den Markt. Ich habe das große Glück, ich habe 2 Muster, die darf ich schon im Vorfeld ausprobieren. Jazik gilt seit längerem schon so ein bisschen als Geheimtipp. Jazik ist ein großer chinesischer Konzern, der fertigt für viele weltweit tätige Markenunternehmen, wenn man das mal so ausdrücken darf. Und Jazik hat schon seit längerem eine eigene Linie, die wirklich immer viele Lorbeeren bekommt. Ich habe da schon mal ein Gerät von ausprobiert, da war ich auch wirklich sehr zufrieden. Und jetzt kommt eine ganz neue Linie auf den Markt. Und ich habe hier ein Wick-Schweißgerät und ein Mic-Mac-Schweißgerät von Jazik und beide Geräte will ich natürlich ausprobieren. Ich habe ein Problem, ich habe die Geräte nur eine Woche, darum muss ich da wirklich Vollgas geben und von morgens bis abends mit den Geräten schweißen. Nein, das definitiv nicht, aber das Ganze wird dafür ausreichen, dass wir 2, 3 Videos machen, dass ich wirklich mit den Geräten schweiße, dass ich euch zeige, wie viele innovative Möglichkeiten in den Geräten stecken, wie gut die Funktionalität ist und natürlich die Qualität und das Design. Das wollen wir uns alles zusammen angucken und heute fangen wir mit dem Wick AC/DC Schweißgerät an. Das ist die TIC 200P AC/DC PFC. Auf PFC kommen wir später noch zu sprechen. 200 Ampere, ein Gleichstrom-Wechselstrom-Schweißgerät, das heißt, wir können damit Aluminium schweißen. Wirklich klein, handlich, großen, schönen Display und ich finde diese 45 Grad Schräge natürlich toll. Da kann man immer von oben schön drauf gucken, kann da alles sehen. Innovative Bedienungselemente. Und was ich gleich am Anfang schön finde, alles ist wirklich sehr intuitiv aufgebaut. Wenn man sich mit Wick-Schweißgeräten auskennt, dann wird man da sehr schnell zurechtkommen. Man braucht also nicht lange sich irgendwas durchgucken. Hier ist das Gerät zum Beispiel im Standby. Dann geht der Monitor aus. Wenn ich da wieder irgendein Bedienungselement berühre oder anfange zu schweißen, dann ist alles sofort wieder da. Also sind sehr interessante Funktionen. Für so ein Spielkalb wie mich ist das wirklich einfach ein Genuss, einfach mal so ein bisschen mit dem Gerät rumzuspielen. PFC ist dabei die intelligente Leistungselektronik. PFC soll dafür sorgen, dass das Netzteil einen nahezu spannungslinearen Strom aus dem Stromnetz zieht. Auf gut Deutsch, mit dem Gerät fliegt dir die Sicherung nicht raus. Und ohne jetzt mit den Geräten geschweißt zu haben, macht das Ganze schon wirklich einen sehr professionellen und hochwertigen Eindruck. Da ist nichts billig, da ist nichts irgendwo einfach verarbeitet. Einzige, was mich stört, die Scheibe hier vorne, die ist in der Form nicht tauschbar. Das haben wirklich sehr viele Hersteller, dass es da nicht eine zusätzliche Schutzscheibe gibt oder ähnlichen. Aber ansonsten wirkt das qualitativ wirklich sehr gut. Die Geräte sind auch so eingeordnet, wirklich, dass sie als Profi-Geräte verkauft werden. Das heißt, die Geräte sind für den professionellen Einsatz. Der ganz große Vorteil, den ich bei den Geräten sehe oder was da sehr interessant ist, man bekommt sehr innovative, professionelle Geräte mit wirklich tollen Funktionen und das Ganze ordnet sich so ein zwischen wirklich die günstigen Schweißgeräte und zwischen die wirklich professionellen Geräte, Markengeräte. Man hat da wirklich noch ein relativ bezahlbares Gerät, das dann aber wirklich mit einem Profi-Gerät vergleichbar ist. Dann holen wir das Gerät mal aus dem Standby und gucken uns die Bedienelemente an. Wir haben hier als zentralen Punkt den Drehregler, der gleichzeitig als Push-Button bedient. Den kann man, je schneller man das Ganze dreht, desto schneller reagiert das Gerät. Da können wir zwischen 5 und 200 Ampere einstellen im DC-Modus. Dann haben wir hier Modus AC, Modus DC, Modus Dual Wave. Das heißt, das Gerät hat eine Funktion, wo wir Aluminium zum Beispiel schweißen können mit Wechselstrom und Gleichstrom im Mix. Das haben wirklich kaum Geräte. Ich kenne nur den Rem Tiger. Dann haben wir natürlich das klassische Elektrodenschweißen, auch mit mehreren Einstellungsmöglichkeiten. Dann können wir hier einstellen natürlich Hochfrequenzzündung oder Lift-Arc-Zündung. Wir haben hier ganz normal Zweitakt, wir haben Viertakt, wir haben Viertakt mit Remote-Steuerung, wir haben dann eine Punktschweißfunktion, also eine moderne Spot-Funktion. Die werden wir natürlich nachher auch im Detail ausprobieren. Wir haben hier natürlich auch die Möglichkeit zu pulsen, das heißt, wir können einfach den Puls einstellen und immer was ich einstelle, das kommt zusätzlich in meine Schweißrampe. Das heißt, ich gehe das Ganze hier durch. Ich habe dann plötzlich
nicht nur den Oberstrom, sondern den Unterstrom, kann dann weitergehen und kriege dann Pulsweite, Pulsfrequenz und. Alles als Einstellungsmöglichkeiten, wird alles auch grafisch dargestellt. Das heißt, von der Pulsweite einfach 50% und jetzt kann ich hier die Hertz einstellen. Ist auch sehr interessant. Bis zu 200 Hertz kann ich hier zum Pulsen nehmen und in dem unteren Bereich kann ich das wirklich auch nicht nur in Hertz, sondern auch in Kommazahlen einstellen. Bis 0,5 Hertz lässt sich das Ganze hier punktgenau einstellen. Zu dem WIG AC/DC Schweißgerät gibt es auch eine Wasserkühlung, die kann ich dann hier oben in Betrieb nehmen. Das wäre ein Punkt. Dann habe ich hier natürlich den obligatorischen Gastest, dass ich Gas schon mal strömen lasse. Und hier oben habe ich die Einstellung, wenn ich mit einem Fußschalter zum Beispiel schweißen möchte, um das Ganze umzuschalten. Und natürlich der Drehregler gilt als Push-Button, das heißt, da drücke ich einmal drauf, dann kann ich das auswählen und dann kann ich die komplette Schweißrampe durchgehen und kann alle Einstellungen wirklich einstellen, nachstellen, wie man das eigentlich von einem guten professionellen Gerät gewöhnt ist. Und man sieht jetzt, für das ganze Erklären habe ich jetzt etwas über eine Minute gebraucht. Also es ist wirklich sehr einfach nachzuvollziehen, wie dieses Gerät sich einstellen lässt und hat dabei wirklich Funktionen, die man bei vielen Geräten vergeblich sucht. Gerade dieses Dual Wave finde ich natürlich sehr, sehr interessant, dass das bei so einem Gerät dann wirklich auch vorhanden ist. Ganz kurz noch der restliche Lieferumfang. Das ist ein 16 Quadrat Kupferkabel natürlich, also kein Aluminium oder irgendwas, sondern ein vernünftiges Kupferkabel, 13er Dorn und ein 4 Meter Schlauchpaket. Das Schlauchpaket hat auch wirklich eine sehr gute Qualität, macht einen sehr guten Eindruck. Ich habe das Schweißen mit dem Gerät erstmal ein bisschen ausprobiert. Ich habe hier mein Langzeitprojekt, mein Dobermann. Immer wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, bastle ich daran weiter. Ich bin mittlerweile auch mit dem Unterkörper schon weitergekommen. Wen das interessiert, irgendwann werde ich das Ganze zusammensetzen. Ich will aber das Oberteil, da das relativ komplex ist, viele Einzelteile haben, dass ich da erstmal die Schnauze und den ganzen Bereich schweiße. Und da habe ich einfach mal die Chance genutzt, weil ich das Gerät neu habe und ein bisschen damit schweißen möchte, dass ich damit geschweißt habe. Und dann habe ich einfach ein paar Kehlnähte geschweißt. Das ist immer so das, was man obligatorisch macht. 3 mm Materialien und dann Kehlnähte mit verschiedenen Einstellungen. Einfach mal gucken, wie das Gerät schweißt. Das Ganze macht dabei einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich schweiße hier wirklich mit viel Leistung. Das sind 3 mm Edelstahlbleche, 3 mm Chrom-Nickel-Stahlbleche. Man sieht das, ich habe hier mit viel Leistung geschweißt mit 120 Ampere. Das vorderste linke hier habe ich mit 110 Ampere geschweißt. Immer viel Leistung und dann schön mit einem dicken Zusatz eine schnelle Lage reinziehen. So ist das, wie ich am liebsten schweiße, mit 110 Ampere. 120, 130 Ampere. Funktioniert wirklich gut. Das Ganze ist mit keiner großen Gaslinse, sondern mit einer ganz normalen Stabi-Gaslinse und einer 8 mm Keramik geschweißt. Und die Einstellungen sind eigentlich, was ich standardmäßig verwende. Sekunde Anstiegsrampe, Sekunde Abstiegsrampe. Und jetzt gehen wir einfach mal zum Spotten über. Das ist natürlich auch immer eine sehr interessante Funktion, wie so ein Gerät sowas umsetzt. Und da können wir hier die Sekunden einstellen. Da können wir bis in Zehntelsekunden reingehen und dann nehme ich einfach die kleinste Einstellung. Das sind 0,1 Sekunden. Ich habe 0,4 Sekunden Gasvorströmzeit. Muss natürlich jetzt hier so ein bisschen mehr Leistung nehmen. Und da ist immer so ein bisschen, da muss man sich natürlich so ein bisschen rantasten. Ich wähle jetzt hier einfach mal aus dem Bauch raus 150 Ampere und habe hier dann 0,1 Sekunden, 4 Sekunden Gasnachströmzeit, also wirklich keine besonderen Einstellungen und damit kann man jetzt spotten. Das heißt, ich drücke immer auf den Taster und dann habe ich immer einen Impuls, der da abläuft. Das ist mein 2 mm Würfel, den habe ich mir vorher so ein bisschen zusammengekantet. Ich bin an den Stellen immer noch mal am Nacharbeiten, bevor ich die dann wirklich punkte. Wenn man dann Luftspalt hat, dann funktioniert dieses Spotten natürlich nicht. Spotten funktioniert wirklich immer nur mit einer idealen Vorbereitung und dann funktioniert es aber richtig, richtig gut. Das heißt, ich gehe immer im Zehntel-Millimeter Bereich voran und dann spottet man einen Punkt nach dem anderen.
Ich habe da ja schon zahlreiche Videos zu gemacht. Das Ganze ist ein bisschen schneller im Ablauf. Hier bei der zweiten Naht, da mache ich so, dass ich wirklich auch die Gas-Nachströmzeit immer ausnutze. Man kann, je nachdem, wie man diese Gas-Nachströmzeit ausnutzt, also ob man gleich wieder weiter spottet oder ob man wirklich 1-2 Sekunden wartet, dass das Ganze wirklich noch gut begast wird, kann man da wirklich die Anlauffarben mit bestimmen. Wenn man jetzt zum Beispiel 4 Sekunden eingestellt hat und dann 4 Sekunden auch immer wartet, dass wirklich das Gas ausströmt, dann kriegt man eine silberne Naht hin. Das ist wirklich ein kleines Geduldsspiel, da muss man die nötige Ruhe zu haben. Das habe ich nicht. Ich bin eher einer, der relativ unruhig ist. Aber man kann da wirklich die Anlauffarben perfekt mit beeinflussen und kann dann silberne Nähte, blaue Nähte, graue Nähte kriegt man eigentlich mit dem Spotten nicht hin oder so, aber man kann da wirklich das toll irgendwo mit den Farben mitmachen. Ich habe das Problem oder das Glück, ich habe jetzt bei den Würfeln schon wieder die nächsten Würfel, die ich jemanden auch mitmachen muss. Das heißt von wegen, ich habe hier für euch ein schönes Video, ich probiere das Gerät aus, das ist für mich und für euch. Man sieht hier, das sieht wirklich sehr gut aus und so spotte ich diese Würfel beide komplett. Und so habe ich dann gleich wieder Würfel, wo mich Leute gefragt haben, Mensch, ich hätte auch noch so gerne einen Würfel im Freundes- und Bekanntenkreis und da gebe ich die dann weiter. Die Würfel machen wirklich Spaß und damit kann man so toll spielen, sehen als Hingucker toll aus. Ich werde hinterher die Flächen nur so ein bisschen bürsten, die haben trotzdem so leichte Anlauffarben, dass die Naht so erhalten bleibt mit diesen schönen Anlauffarben. Und ich würde mal behaupten, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Das heißt, wir können festhalten, mit dem Gerät können wir mit wirklich tollen Funktionen sehr, sehr gut WIG schweißen, WIG-DC schweißen, also hier am Beispiel von Edelstahl. Ich denke mal, das sind gute Anlauffarben. Ich bin jemand von wegen, der da immer mit mehr Leistung arbeitet und nicht so diese ganz filigranen Einlauffarben hinkriegt. Auch hier bei diesen Würfeln habe ich nicht die 100%ige Ruhe, um wirklich silberne Nähte hinzukriegen. Ich habe bei den zweiten Spot-Nähten dann doch von 150 auf 120 reduziert. Das reicht vollkommen, also 150 war ein bisschen viel. Dafür habe ich diese Spot-Zeit auf 0,2 Sekunden hochgestellt. Das ist halt immer so ein bisschen eine Variante, dass man da immer so ein bisschen mit rumspielt und das Ganze immer so ein bisschen ausprobiert. Es ist auch immer etwas gerätespezifisch und damit hat das bei mir wirklich hier perfekt funktioniert. Kriegt man perfekte Nähte hin, also ist wirklich Wahnsinn. Ist eine ganz einfache Technik und wenn man das einmal so ein bisschen den Dreh raus hat, was eigentlich sehr einfach ist, dann kann das wirklich jeder. Als nächstes schweißen wir einfach mal Aluminium, gehen in den ganz normalen AC-Modus. Ich wähle hier 40% bei der Balance aus und wähle 70 bis 80 Hertz aus. Jetzt nehmen wir einfach mal 80. Ich bin immer so zwischen 60 und 80 und das Rest ist dann normale Einstellung. Das heißt 30 Ampere Startstrom, den Startstrom nicht zu gering wählen. Und dann wählen wir erstmal für die Kalottenbildung ein bisschen mehr Leistung aus. Das heißt, dann nehme ich dann so ungefähr 80 bis 90 Ampere aus. Damit kann ich immer schön die Kalotte bilden. Das heißt, ich zünde einmal auf einem Aluminiumblech. Manche zünden auch auf ein Kupferblech. Ich mache es auf dem Aluminiumblech. Und dann hat sich so eine ganz feine Kalotte gebildet. Ich habe die pinken Wolfram-Elektroden. Dann reduziere ich die Leistung auf 65 Ampere und damit hefte ich meine Bleche. Ich habe hier 1 mm Bleche. Ist 65 auch noch relativ viel, aber ich habe ein Kupfer unterliegen und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es jetzt im Winter relativ kalt ist alles und so. Da braucht das Material, selbst das 1 mm Blech, erstmal richtig Leistung, damit man es überhaupt vernünftig aufschmilzt. Zum Schweißen an sich kann man dann die Leistung wieder etwas reduzieren auf ungefähr 55 bis 57, 58 Ampere und damit schweiße ich. Versuche einfach mal hier Millimeterblech zu schweißen. Millimeter Aluminiumblech schweißen ist immer so ein bisschen tricky, beziehungsweise braucht man so ein bisschen Übung. Ist auch nicht das, was ich jeden Tag mache. Aber wenn wir immer das machen, was wir jeden Tag machen, dann wird es ja auch langweilig. Darum probieren wir das hier einfach mal aus. Vernünftig Millimeter Aluminiumblech schweißen. Und man sieht gleich schon ansatzweise, dass das Gerät wirklich sehr gut Aluminium schweißt. Jetzt habe ich beim ersten Blech ist halt so, dass das Ganze ein bisschen stark wegläuft. Das heißt, ich muss die Leistung noch mal ein bisschen reduzieren. Bin jetzt von meinen
57 Ampere hatte ich, glaube ich, eben. Im ersten Versuch bin ich im zweiten Versuch wirklich nur noch auf 50 Ampere. Ich hefte mit knapp um die 70 Ampere. Dadurch bringe ich ein bisschen Wärme ins Material und dann kann ich mit deutlich weniger Leistung das Ganze schweißen. Und da sieht man schon, wenn man so etwas über 50 Ampere hat, von wegen um die 50 Ampere, dann kann man damit richtig schön Aluminium schweißen. Also Aluminium schweißen funktioniert auch gut, aber das Gerät hat ja noch eine andere Funktion, das ist dieses Dual Wave und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Aber vorher gucken wir uns noch mal ganz kurz die Bleche an. Millimeterblech ist immer so ein bisschen tricky, muss man natürlich so ein bisschen rumprobieren, dass man genau guckt, dass man vernünftig durchschweißt. Das habe ich jetzt hier im dritten Versuch ganz gut hingekriegt. Das heißt, wir haben eine anständige Wurzel auf der einen Seite. Bei dem Blech zum Beispiel ist außen die Schuppung ganz gut. Und auf der anderen Seite ist es aber nicht richtig durchgeschweißt. Also durchschweißen, eine Wurzel vernünftig erfassen. Auch bei so einem Millimeterblech ist bei Aluminium immer so ein bisschen, man fällt schnell durch. Das heißt, man hat entweder fällt man durch oder man schafft es nicht durchzuschweißen. Das ist immer so ein bisschen tricky bei Alu. Aber uns interessiert natürlich Dual Wave. Was ist Dual Wave? Wir haben normal zum Aluminiumschweißen Wechselstrom. Hier können wir jetzt einen gewissen prozentualen Anteil an Gleichstrom mit hinzugeben. Und das soll für deutlich verbesserte Schweißeigenschaften beim Schweißen von Aluminium führen. Ich habe jetzt hier einfach 20%. Habe da keine Vorgaben als Werte, sondern probiere das einfach mal aus, nehme hier die 20% und kann dann wirklich noch sagen, wie die Gewichtung sein soll. Und das ist wirklich so eine Technik, die ich kenne nur den Rem Tiger, der sowas hat. Der Rem Tiger hat das aber auch schon wie viele andere innovative Techniken schon seit mehreren Jahren. Aber ansonsten kenne ich mittlerweile kein Gerät oder bisher kein Gerät, das das Ganze noch hat. Könnt ihr mich gerne korrigieren, wenn ihr hier unten da noch was habt. Und da war ich auch sehr erstaunt, dass das Gerät Dual Wave hat. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Dual Wave schweiße. Und man merkt gleich schon an diesen Heftpunkten, dass das Ganze wirklich richtig gut läuft und fließt. Also sehr interessant. Ich habe jetzt in dem Fall den Fehler gemacht, dass ich bei den 70 Ampere geblieben bin. Das ist dann natürlich ein bisschen viel Leistung. Dual Wave bedeutet also, ich habe den Wechselstrom zum Schweißen von Aluminium. Der Pluspol bricht mir die Oxidschicht auf, der Minuspol sorgt für das vernünftige Schweißen, für die Schweißtiefe, für das Eindringen. Und jetzt habe ich zusätzlich noch einen Part von Gleichstrom, also auch wieder Minuspol, mit dem ich dann deutlich besser schweißen kann. Gerade bei sauberen, ordentlichen Materialien soll man damit deutlich besser Aluminium schweißen können. Ich habe mich da theoretisch schon so ein bisschen ausgetauscht. Praktisch bin ich noch nicht da richtig zugekommen. Aber man sieht von wegen, hier habe ich natürlich eine perfekte Wurzel geschweißt. Gleich auf Anhieb. Ich habe von außen ein bisschen viel Leistung genommen. Dadurch ist die Naht ein bisschen stark weggeflossen. Da hätte ich also ein bisschen weniger Leistung nehmen können. Ansonsten von wegen Dual Wave, eine sehr interessante Technik. Ich habe noch vor, ein Video zu machen, wie ich den Rem Tiger nehme und das Gerät hier, weil beide Geräte Dual Wave haben, und werde diese neue Technik noch mal so ein bisschen vermehrt ausprobieren. Was mir aufgefallen ist, ich habe unten hinterher einen kleinen Riss. Also das ist ein bisschen unschön, ein bisschen zu viel Leistung. Dann dehnt sich Aluminium natürlich stark aus, zieht sich hinterher wieder zusammen und da ist ein bisschen die Gefahr der Rissbildung. Also hätte ich ein bisschen weniger Leistung genommen. Ansonsten sage ich mal, man sieht schon, qualitativ gutes Gerät mit tollen Funktionen, sehr innovative Steuerung. Das ist so das, was ich sagen kann. Ich bin da wirklich extrem begeistert von. Das ist sicherlich ein Gerät, das den professionellen Bereich oder den sehr ambitionierten Heimwerker anspricht. Das muss man ganz klar sagen. Das wird nicht für jeden was sein, der hier irgendwo 400-500 Euro für ein WIG AC/DC-Schweißgerät ausgeben will. Dafür ist das Gerät natürlich deutlich teurer, aber es bietet natürlich auch einiges und macht qualitativ einen sehr guten Eindruck. Das ist so mein Fazit, meine Wahrnehmung. Ich werde mit dem Gerät auf jeden Fall noch ein Video machen mit dem Dual Wave, das ist sehr interessant, und werde mal gucken, ob ich es auch noch schaffe mit der MIG 160, die gibt es auch als MIG 200, auch noch ein Gerät oder beziehungsweise ein Video, einen kleinen Testbericht zu machen. Damit ein bisschen schweißen werde ich auf jeden Fall. Wenn ihr da Fragen habt zu den Geräten, stellt sie einfach unter dem Video. Wenn ich das Gerät in dem Zeitpunkt dann noch habe, dann werde ich mich bemühen, das Ganze zu beantworten. Ich bin mir aber sicher,
da JASIC wirklich im Februar, März dann richtig stark auf den Markt kommt, dass wir nochmal die Möglichkeit haben werden, da diese Geräte auszuprobieren. Von den Ergebnissen bin ich wirklich erstmal ganz angetan. Gerade dieses Dual Wave interessiert mich natürlich brennend. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Gerät verlinke ich hier unter natürlich, könnt ihr euch angucken. Bis dann, euer Manni.